Hallo allerseits. Es gibt ja wieder einen kleinen Baubericht, diesmal den Panzerkampfwagen 38T Ausführung G von Draken 1:35. Ist doch ein recht umfangreicher Bausatz, Smart Kit, wie man hier sieht, mit Magic Tracks, Foto-Ads-Teilen und einer kompletten Inneneinrichtung. Ich habe jetzt noch keine genauen Pläne, wie der Bau jetzt so verlaufen wird, ob Diorama dazukommt oder was auch immer. Das werden wir jetzt dann einfach im Laufe des Bauberichts sehen, was dabei rauskommt. Also fangen wir mal an. So viel zum Zusammenbau. Verlief sehr schnell und problemlos. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Detaillierung und der Passgenauigkeit. Ich habe überhaupt keine Spachtelmaße benötigt. Und ja, die feinste Details am Modell. Ihr seht, ich habe die Fahrerluke und oben die Turmluke offen dargestellt. Das bietet sich einfach an bei einem Modell mit kompletter Inneneinrichtung. Leider sind nicht mehr Luken vorhanden und man sieht im Endeffekt sehr wenig später. Also macht eigentlich wenig Sinn, da sehr viel Arbeit reinzustecken. Ich werde jetzt auch später bei der Bemalung vom Innenraum es auch ganz sachte angehen lassen. Motor liegt natürlich auch bei, habe ich aber nicht eingebaut, denn ich möchte die beiden Motorklappen geschlossen darstellen, weil wie gesagt auf vielen Fotos man sieht eben, dass hinten ganz viel Zuladung drauf gepackt ist und es wird einfach nicht passen, wenn dann die offen sind. Das war nicht unbedingt meine Absicht. Ja, ihr seht auch ein paar Fototeile verbaut worden, sind auch sehr schön und geben ein paar extra Details. Hier diese Halterung habe ich selber gebaut, aus ein bisschen Metall, und zwar kommen da später diese Stöckchen rein. Das sieht man auf vielen Fotos, dass die gerade am Anfang des Russlandfeldzuges diese Knüppel mitgeführt haben. Ich weiß nicht genau wozu die sind, ich denke mal, wenn das Fahrzeug irgendwie im Schlamm steckt,
dass man die dann nehmen kann und dann unter das Fahrwerk legt, dass sich das Fahrzeug dann wieder befreien kann aus eigener Kraft. Ja, ich denke mal, sieht ganz cool aus. Ich habe hier auch schon ein paar Benzinkanister und Ersatzkettenglieder da liegen und auch schon eine Figur. Kommt dann später hier rein. Ich habe auch schon ein paar andere Figuren bestellt, die sind aber noch nicht da. Also es wird später dann auch ein Diorama dazu geben. Die Laufrollen habe ich mit ein bisschen grobem Schmirgelpapier behandelt, damit eben die Oberflächen hier ein bisschen rauer und abgenützter werden. Außerdem habe ich die Schutzbleche hier ein bisschen mit der Zange verbogen, das habt ihr ja schon gesehen. Ich finde, es sieht irgendwie ganz gut aus und auch gibt dem Ganzen einen realistischen Look. Das sind eigentlich diese Bereiche, die ja gern mal verbogen werden. So, als nächstes können wir das Modell mal schwarz grundieren. Die schwarze Grundierung erfüllt mehrere Zwecke. Und zwar zum einen gibt sie uns einen gleichmäßigen Untergrund, also von der Farbe her, weil wir haben zum Beispiel das hellgraue Plastik, aber auch eben die messingfarbenen Fotoätzteile. Vielleicht hat man hier und da noch ein bisschen Spachtelmasse verwendet. Und ja, der folgende Farbauftrag soll ja wirklich konform sein. Und wenn dann auch schon der Untergrund die gleiche Farbe hat, sieht es in der Regel etwas besser aus. Zum anderen bildet es auch die Grundlage für die Schatten sozusagen, wenn man dann später zum Beispiel außen die panzergraue Lackierung aufträgt. Gibt es natürlich Bereiche, die dann dunkler sind, wo dann Schatten ist, zum Beispiel hier unten am Fahrwerk oder hier oben an den Klappen hier, Motordeck, ist es natürlich ein bisschen heller. Und da kann man dann ein bisschen mit den Farben sozusagen spielen und auch diese Licht-Schatten-Verhältnisse erzeugen. So, zunächst aber werden wir den Innenraum noch mit ein bisschen Matt 5 weiß lackieren und vielleicht noch ein paar kleinere Details mit dem Pinsel. Aber wie schon erwähnt, wir brauchen es nicht übertreiben. Mit der Luke sitzt später eine Figur drin und da oben sieht man eigentlich auch nicht viel. Also kein Grund, da jetzt wirklich die größten Details im Innenraum zu bemalen. Wenn man es später eh nicht sieht, das sehe ich nicht ein, mir da die Mühe zu machen. Die Grundierung ist auch noch für was anderes nützlich. Und zwar sieht man da sehr gut, wo man noch etwas verspachteln muss. Und das war zum Beispiel hier der Fall hinten im Auspuff. Da war hier eben eine Stelle, wo die beiden Hälften eben zusammengeklebt wurden.
so eine kleine Lücke und das sah nicht so schön aus. Das habe ich mit Mr. Surfacer 500 eingestrichen und dann verschwindet diese Linie dann auch. Und da wir das ganze Modell jetzt normal schwarz lackieren müssen, weil wir hier diese weißen Stellen haben von der Innenraumlackierung, macht das gar nichts aus. Ich habe jetzt hier den Innenraum mit ein bisschen Schaumstoff abgedeckt, das hat eigentlich jeder zur Hand. Das ist ganz praktisch, das kann man da schön reinstopfen und es lässt auch eben keine Farbe durch. Hier oben habe ich auch ein bisschen Kreppband noch dazu genommen. So, jetzt kann der eigentliche Farbauftrag beginnen. Und zwar wollen wir eben ein dunkelgraues Fahrzeug haben, wie das eben in den Anfangsjahren der Wehrmacht so war. Und dazu verwende ich von Revell Matt 79 Blau-Grau. Die Farbe werden wir jetzt leicht neblig aufsprühen, es soll nicht überall decken, vor allem eben in den Vertiefungen oder auch hier unten am Fahrwerk wollen wir eben, dass die schwarze Grundfarbe noch durchscheint, um eben diese Schatten zu erzeugen. So, den Licht- und Schatteneffekt können wir auch noch ein bisschen verstärken, indem wir die graue Farbe ein bisschen aufhellen mit Weiß und dann große Flächen, wie zum Beispiel hier oben der Deckel von der Kiste oder hier das Motordeck oder hier vorne die Abdeckung eben leicht besprühen, um diese Flächen eben hervorzuheben. Und ja, das ist auch so, wie gesagt, so ein Licht- und Schattenspiel ein bisschen und bringt auch die Oberfläche vom Modell ein bisschen zum Leben und simuliert auch ein bisschen ausgeblichenen Lack. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Color Modulation bezeichnen, sondern es ist einfach nur, ja, ein bisschen, um diese eintönige Farbe ein bisschen aufzulockern. Ich denke nicht, dass ihr den Effekt jetzt wirklich gut erkennen könnt. Ist doch recht subtil ausgefallen. Ja, so hier am Fahrwerk sieht man es ganz gut. Die Laufrollen sind relativ hell, die Wanne dahinter relativ dunkel. Das ist auch eine Geschmackssache, ob man das machen muss. Also ich wollte die Technik jetzt mal testen so. Schauen mal, wie es wird. Für ein Diorama habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Und zwar kommen hier von Masterbox diese Figuren zum Einsatz. Ich habe das schon angefangen zusammenzubauen. Das ist wirklich ziemlich gut. Auch mal was anderes. Fußballspieler sind auch ganz cool. Ja, ich denke mal, das war's jetzt fürs Erste. Und man sieht sich im nächsten Teil. Euer Hamilcar Barkas.